Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit dem Wochenend-Event, Patch Notes, die tatsächlich relativ ausführlich interessant sind, einem neuen Battle Pass-System und natürlich das neue CS-Set. Als allererstes Wochenend-Event für dieses Wochenende 2. August bis 4. August, Freitag 0 Uhr bis Sonntag 23:59 Uhr. Alle Dungeon Coins werden um 1 reduziert, aber nicht weniger als 1. Heißt einfach, Flüche sind günstiger. Und Eintritt an sich ist auch immer ein bisschen günstiger. Aber, sag ich mal, macht jetzt keinen gewaltigen Unterschied. Also man macht hunderte Runs an einem Wochenende, was fast unmöglich ist. Und das August Battle Pass Update ist auch folgendermaßen. Und zwar hat sich eigentlich nicht wirklich was geändert. Abgesehen davon, dass es jetzt Battle Pass Level über 30 gibt. Ich glaube, das haben sie einfach deswegen gemacht, dass man quasi, wenn man halt schon nach 2 Wochen fertig ist, dass man halt dann quasi trotzdem noch was bekommt, um den Battle Pass wahrscheinlich noch attraktiver zu machen. Denn was man bekommt, ist im Free Pass Power Dice Select Box 1 und im Pay Pass bekommt man Power Dice Select Box 2. Und die 1er Box ist quasi Select and Power Dice 4, 6 oder 8. Und die 2er Box ist 10 oder 12. Und ich meine, Power Dice 10 und 12 sind schon was ganz anderes als 4, 6 oder 8. Also 4, 6 oder 8 ist eigentlich auf jedem Server absolut wertlos. Wird durch dieses Update auch nur wertloser wahrscheinlich. Und die 2er Box mit 10 und 12 ist natürlich schon relativ heftig, weil Power Dice 12 ist extrem selten, selbst Power Dice 10 ist auch relativ selten und halt auch gut. Also wenn man davon sehr viele sammelt, dann machen die halt schon einen deutlichen Unterschied beim Upgraden. Also ist auf jeden Fall nicht irrelevant. Und ja, das geht jetzt dann bis Level 60 quasi, also von 31 bis 60 kann man jetzt diese Power Dice Dinger bekommen. Und ja, mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. Das Einzige, was man hier vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass man nach Level 30 die Missionen nochmal machen kann, aber das Wochenlimit von 1000 Punkten bleibt. Also es wird schwierig werden, wahrscheinlich tatsächlich Level 60 zu erreichen, aber es ist dann einfach für Leute, die wie gesagt schon früher Level 30 erreichen, die können sich halt hier dann noch Bonusbelohnungen verdienen. Wobei ich jetzt mal behaupte, für die Free Pass Leute, Power Dice Box 1 ist jetzt einfach nicht so relevant. Also ich meine, dafür würde ich jetzt nicht extra losziehen und irgendwas machen, um weitere Punkte zu sammeln. Aber bei den, wie gesagt, bei den gepayten Battle Pässen, da macht das halt schon einen Unterschied. Dann haben wir außerdem noch neue Items tatsächlich. Wir haben 1 Tages-Scroll of Party Skill an Tag 28 und Tag 5, genau. Das ist neu auf jeden Fall. Das gab es, glaube ich, noch nie im Battle Pass, im Free Battle Pass auf jeden Fall nicht, soweit ich weiß. Products sind tatsächlich gleich geblieben, da gab es keine Änderung. Und ja, es ist insgesamt einfach, ja, keine gewaltigen Änderungen. Die Party-Scrolls sind auf jeden Fall neu. Und wie gesagt, dass man halt dann diese zusätzlichen Level hat, ist auf jeden Fall auch neu. Dann haben wir noch das neue Steampunk Wizard Speed CS Set 2246811010. Und das Einzige, was ich hier eigentlich bemängeln muss, das Set an sich, finde ich, sieht eigentlich super aus. Ich finde nur die Farbvariationen mal wieder nicht so gelungen. Wir haben hier ein Türkisgrün, ein Grasgrün, dann haben wir ein Lila, ein anderes Lila, ein Rot und ein Blau. Das heißt, die 4 Farben links gehören eigentlich zur selben Farbgruppierung, weil es alles eine Mischung aus Blau, Rot oder es ist Blau oder Rot. Finde ich für meinen Geschmack persönlich einfach viel zu ähnlich. Das sieht man auch an den Schuhen eigentlich extrem gut. Die Schuhe sehen eigentlich literally fast identisch aus. Also die Unterschiede sind so minimal, die wird man in-game wahrscheinlich gar nicht sehen. Und ja, das ist das Einzige, was ich kritisieren muss. Also so ein Gelb oder ein, keine Ahnung, Orange vielleicht hätte vielleicht noch reingepasst. Ein Weiß vielleicht sogar. Also, ja, hätte man vielleicht noch ein bisschen ja, wilder mit den Farben umgehen können. Aber an sich auf jeden Fall ein cooles CS-Set. Und ja, das gibt es auf jeden Fall jetzt dann im Cash-Shop. Und dann haben wir noch die Patch-Notes, die wie gesagt auch relativ umfangreich tatsächlich sind. Bugfixes. Fixed an issue where the visual effects of the Sandstorm Elemental Skill caused significant lag. Nach 20 Jahren wurde dieser Fehler endlich behoben. Fixed an issue where some players could get stuck in Coral Island Mountains. Sicherlich auch nicht schlecht. Removed invisible walls between Asria and Coral Island, which prevented players from flying from one continent to another. Ich habe es jetzt nicht getestet, aber ich weiß nicht, ob da auch die unsichtbaren Wände bei Asria generell gemeint sind. Weil wenn ihr schon mal nach Asria geflogen seid, es ist halt die absolute Hölle auf Erden. Du kannst in Asria literally nur in 3 Punkten oder so reinfliegen. Die Hälfte der Map ist von unsichtbaren Wänden umgeben und man versteht einfach nicht warum. Also ich hoffe, das wurde damit auch ein bisschen verbessert. Aber es könnte sein, dass es wirklich nur die unsichtbaren Wände zwischen Asria und Coral Island sind. Also dass du quasi von der anderen Seite dann in Asria immer noch nicht reinfliegen kannst. Aber gut, das ist dann glaube ich noch nicht so wichtig, weil dahinter ist, soweit ich weiß, eh nichts. Aber hat mich trotzdem immer getriggert. Aber wenn man es weiß, dann naja.
Dann Generate Changes, it is now possible to hold down Taskbar, Keys and Skill Combo Shortcuts. Das ist eine gigantische Änderung. Das liest sich jetzt so, ja und? Ich zeige euch jetzt, was ich damit meine. Ich drücke jetzt F1 und normalerweise war es jetzt immer so, seht ihr das? Es leuchtet immer kurz auf, Electric Shock. Und so war das bisher. Was ich jetzt aber machen kann ist, jetzt leuchtet es dauerhaft. Ich halte jetzt die Taste gedrückt und vor heute war es so, dass dann nur einmal Electric Shock gecastet wird und dann ist gar nichts mehr passiert. Weil du wirklich für jeden Skill, den du eingesetzt hast, musstest du einen neuen Tastendruck auslösen. Und das haben sie jetzt endlich geändert nach 2 Jahren. Also zu Beginn von Fly Universe wurde das extrem kritisiert. Ich habe das ehrlich gesagt mittlerweile schon fast vergessen gehabt, weil man gewöhnt sich halt an alles. Ich muss sagen, ich hatte das irgendwie gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Deswegen habe ich es auch gar nicht fassen können, dass diese Änderung jetzt plötzlich kam. Aber ich habe jetzt nicht einmal meinen Finger von der Taste F1 gelassen und mein Elementor castet die ganze Zeit durchgehend. Und das ist halt, wie gesagt, etwas, was man jetzt halt quasi komplett neu hat und was sich Leute, wie gesagt, von Anfang an gewünscht haben. Und das ist echt eine riesige Änderung, muss man wirklich sagen. Das ist mit Abstand die heftigste Änderung, finde ich, von heute. Und mir persönlich, glaube ich, bringt es jetzt tatsächlich gar nicht so viel. Wie gesagt, man hat sich jetzt einfach dran gewöhnt, wie es ist halt. Aber für viele Leute wird das ja wahrscheinlich, keine Ahnung, wie ein zweiter Geburtstag sein oder so. Dann all Asmodon Weapon Skins now have a unique special effect. Kann man sich, glaube ich, im Fitting Room leider nicht angucken. Ich habe es jetzt tatsächlich vergessen zu überprüfen, aber im Fitting Room sieht man, glaube ich, die Special Effects. Oder sieht man die tatsächlich? Asmodon, schauen wir mal schnell. Ne, sieht man nicht, ja. Genau. Oh. Ach so, ne, ich habe besondere Effekte deaktiviert, lol. Wait a minute. Oh, okay, na gut. Oh, no. Oh, was? Was zum... Okay, ich hoffe, das passiert in-game nicht auch. Oder das was zum Teufel? Also, so soll es wahrscheinlich eigentlich aussehen. Okay. So ein blutrotes Leuchten. Ja, okay, das ist bei jeder Waffe das gleiche. Das ist bei jeder Waffe der gleiche Effekt. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ehrlich gesagt hätte ich gar nicht sagen können, ob das sich vorher schon gab. Wie gesagt, ich spiele immer ohne Effekte, deswegen ist das bei mir immer ein bisschen schwierig. Ich entferne noch meine Mode. Genau. Ja, müsste man in-game nochmal angucken, weil hier ist der Effekt offensichtlich verbuggt. Also ich weiß jetzt nicht, wo genau das Leuchten sein soll. Wahrscheinlich so. Irgendwie. Scheint noch ein bisschen verbuggt zu sein. Zumindest im Fitting Room. Ja. Ja, sieht nicht schlecht aus, aber ja, jetzt auch nicht weltbewegend. Aber das habe ich tatsächlich vergessen nachzuschauen, genau. Weil ich mir dachte, man sieht es im Fitting Room eh nicht, aber das war ein Mistake. The name of the connected player is now displayed in the tab Window Browser's Title. Das ist auch nicht schlecht, das heißt, wenn du Fly Universe 8 mal offen hast, wird dir auch immer der Char-Name angezeigt von dem Charakter, der da gerade connected ist. Ist nicht schlecht. Party Level is now displayed in the Party Member Window. A global server announcement is now sent when a player manages to craft a Coral Unique Weapon. Lasst euch davon nicht baiten. Korallwaffen zu craften ist das Dümmste, was man machen kann. Es macht weder mathematisch noch finanziell noch auf sonst irgendeiner Weise jemals Sinn, eine Korallwaffe zu craften. Tut es nicht, ihr werdet Geld verlieren. Und zwar zu 99,9%iger Wahrscheinlichkeit. Also macht es einfach nicht. Dann, auch eine ganz nice Änderung. Some quests do not require to kill a giant monster anymore, but new monsters with a fast respawn rate instead. Bridge to Terror Bithia, Magic Mushrooms and Zenma Hunting 2. Finde ich schade, weil es gibt wesentlich mehr Quests, die man... Also ich hoffe, dass es eine... Oder ich weiß nicht, ob das eine abschließende Liste ist, aber ich glaube schon. Weil es gibt halt wesentlich mehr Quests, wo man Giants töten muss und es ist echt nervig, vor allem im High-Level. Und das sollten sie auf jeden Fall nochmal überarbeiten, weil... Das sind jetzt zum Beispiel, also Zenma Hunting 2 ist zum Beispiel einfach Giant Zenma töten. Naja, und ich meine, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man damit so große Probleme hat. Also klar, wenn es aber neue sind, so, da hat man mit sowas immer Probleme. Aber langfristig irgendwann nicht mehr. Mit Endgame Giants hast du aber immer Probleme. Also die wirst du immer haben, diese Probleme. Weil die halt einfach aktiv gehuntet werden, weil es ja die höchsten Giants sind und damit auch die relevantesten. Dann die Visual Appearance of Quest Monsters Giant Red Mantis, Giant Mage Prankster, Small Zenma and Captain Zenma have been changed to avoid confusion with other monsters previously sharing the same appearance. Added Wandering Animals in a very few places to bring more life in Madrigal. More to come in future updates. Also damit sind quasi Tiere gemeint, die man auch nicht töten kann. Gehe ich jetzt zumindest mal davon aus, dass man sie töten kann. Ich habe bisher noch keins gesehen. Dann, großes Update für Leute, die gerne traden.
Für mich persönlich waren das jetzt größtenteils Sachen, die mich jetzt nicht wirklich gejuckt haben, aber es sind vor allem Verbesserungen, auch was jetzt Scams und sowas angeht. Soll nochmal die Sicherheit auch beim Traden erhöhen. Halt viele Sachen, die sich Leute schon länger gewünscht haben anscheinend, oder was heißt umwandeln, ins Game einbauen. Und zwar zum Beispiel hier, Prices of 10 billion Penya and more in Personal and Vendor Shop will now appear in Dark Cyan instead of Purple. The level and job of the other players is now displayed in the Trade Request Message and in the Trade Window. Das finde ich auch nicht schlecht. Added an App Option button in the right top of the message window, which shows the Player menu, including a shortcut to trade with the player. Auch das ist ganz nice. Added a Trade Option to the Players menu in the Chat Window. Ebenfalls nice. Added Logs to the Trade Window, wo man nachvollziehen kann, was reingetan und rausgetan wurde. The color of Penya in the Trade Window now changes based on the value in the same way as Personal Shop Window. Also zum Beispiel, was gibt es alles für Farben? Weiß, Grün, Blau, Orange, Rot, Lila, Dark Cyan. Genau. Add an option button in the top right of the trade window which toggles the traded items view to a new list mode. Und dann gibt es noch 2 neue Items bei Leanne in Saint City, also einfach ein NPC, der da rumsteht. Ein Custom Pack für 10 Millionen Penya. This bag can hold up to 7 different unique custom parts with the same gender. Und Ticket Wallet, 20 Millionen Penya. This wallet gives you 60 additional Kibaras and Tower Ticket item slots. These items can make trading costumes and tickets more convenient. Please note that you cannot put expired items and items which have a limited time left counter running. These bags dynamically inherit the soul-linked and account-linked attributes from the contained items. You can only delete the bag or sell it to an NPC when it does not contain any items. Das ist im Endeffekt, Lagereinheit für Kostüme und für Tickets ist halt vor allem für Leute relevant. Gut, bei den Tickets bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Also, ja, wenn du jetzt Tickets gebunkert hast wie sonst was, dann ja. Aber ich glaube, es trifft jetzt nicht so auf ultra viele Leute zu. Das mit den Customs ist, glaube ich, relevanter, dass es halt doch viele Leute gibt, die gerne mal ihr Custom ändern und mit mehreren Sachen rumlaufen. Und das blockiert jetzt dann quasi nicht mehr so viele Inventarplätze, wenn du da deine 2, 3 oder 5 oder bis zu 7 CS-Sets mit dir rumträgst. Und dann gab es wohl noch einen Fehler irgendwie, der wurde jetzt eh schon behoben, dass du quasi manchmal nicht mit Leuten handeln konntest, weil das zu weit weg war. Und das wurde jetzt aber anscheinend instant gefixt. Also hier stand erst Next Maintenance, aber das wurde jetzt anscheinend instant gefixt. Genau, und das waren die Änderungen von Version 1.3.12. Also ich denke, vor allem das mit dem Trading wird wahrscheinlich viele Leute freuen. Für mich jetzt persönlich eher irrelevant, weil ich trade so selten, dass mich das jetzt die meisten Sachen davon jetzt nicht wirklich betreffen. Aber wie gesagt, also das Krasseste ist eigentlich dieses Hold-Down-Taskbar-Keys, weil das ist wirklich etwas, was von Anfang an sich Leute gewünscht haben. Und da gab es auch riesiges Unverständnis von der Community, warum das so ist. Und jetzt ist es so, 2 Jahre später. Man musste nur 2 Jahre darauf warten. Hey, let's go, baby. Und ich sage wie immer, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Für tägliche Livestreams checkt auf jeden Fall Twitch ab. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.